In Norwegen legten die Mitglieder der Nationalsamling ein Treuebekenntnis zu ihrem Führer Vidkun Quisling ab. Kundgebung vor der Universität in Oslo. Auf seiner Reise durch die spanische Provinz Galicien besuchte der Caudillo Ausbildungslager der Falange-Jugend und der Studentenorganisationen. Im Zeichen einer verstärkten Wehrertüchtigung des spanischen Volkes gegen die nahende Gefahr des Bolschewismus nahm der Caudillo persönlich ein Manöver der Garnisontruppen ab. Der Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine, Großadmiral Dönitz, besichtigt nach Begrüßung durch Admiral Haye Ausbildungsstätten der neuen Kampfmittel der Kriegsmarine. Sprengboote machen klar zum Auslaufen. Das Führerboot fährt voran. Nach seiner Einweisung erfolgt der Einsatz der Sprengboote. Vor Erreichen des Zieles lässt sich der Pilot über Bord fallen. Ferngesteuert rast die Sprengladung auf das Ziel los. Einmann-Torpedos werden zu Wasser gebracht. Ganz auf sich allein gestellt gehen sie auf ihre schwere Fahrt. Der Torpedo wird abgeschossen. In Ritterkreuzträger Schreibersbad Gerhold haben die Einzelkämpfer auf dem Meere einen ihrer tapfersten Vertreter. Ein Teil des Landes im Westen mit seinen Städten und Dörfern ist Frontland geworden. Belfort mit seinem steinernen Riesenlöwen ist eine dieser Städte. Der Dom von Metz. Die alte Burg und das Moseltal. Auch Trier gehört zu den Städten, die das Gesicht des frontnahen Krieges zeigen. Tapfer ertragen die Einwohner die drohende Nähe der Front. Feindliche Bomber und Tiefflieger fegen über Stadt und Land.
Vom Kampf im Westen. Deutsche Reserven marschieren an. Hier liegt Geilenkirchen im Blickfeld der Kämpfe. Die Schüler der Unteroffiziersschule Jülich haben die Verteidigung von Geilenkirchen übernommen. Nach der Lagererklärung erfolgt die Einweisung in die Kampfpositionen. Mit allen Waffen ausgerüstet beziehen sie ihre Standorte. Durch schwere RAD-Flak werden angreifende amerikanische Panzer unter Feuer genommen. In Bereitstellungen warten die Männer mit der Panzerfaust. Das sind amerikanische Sherman und das die Panzerfaustgrenadiere. So setzen sie ihre Waffe ein. Und so wirkt sie. Es sind immer wieder die gleichen Bilder, wenn die Raketengeschosse der Panzerbekämpfungswaffen Stahlbänder auseinandergerissen haben. Ein Panzer mit Stahlscheren zum Beseitigen von Hindernissen. Amerikanische Gefangene. Eine Abordnung polnischer Männer und Frauen, die sich bei den Schanzarbeiten im Generalgouvernement besonders bewährt hatten, wurden auf der Burg von Krakau durch Generalgouverneur Dr. Frank empfangen. Besuch der Gruft, in der Marschall Pilsudski bestattet wurde. Begrüßung durch Generalgouverneur Dr. Frank. Ein zwangloses Essen in dem historischen Burghof bildete den Abschluss. Der Schwerpunkt der Kämpfe im Osten liegt im ostpreußischen Grenzgebiet und im Memelbrückenkopf. Zur Entlastung des Heeres haben bei Memel schwere deutsche Flottenstreitkräfte in die Landkämpfe eingegriffen. Stellungen und Bewegungen bolschewistischer Truppen liegen unter ständigem Beschuss. Eine fühlbare Verminderung der feindlichen Angriffskraft wurde damit erreicht. Zwischen Goldab und Gumbinnen hält der deutsche Sperrriegel. Die tiefe Gliederung der von der Bevölkerung geschaffenen Schutzstellungen hat sich überaus vorteilhaft erwiesen.
Bei den erfolgreichen Gegenangriffen sind die deutschen Soldaten auf grausame Spuren bolschewistischen Mordterrors gestoßen. In Nemmersdorf und in anderen ostpreußischen Orten hat die den Sowjethorden von ihrer Führung gegebene volle Handlungsfreiheit gegenüber der Zivilbevölkerung bestialische Auswirkungen gefunden. Geschändete Frauen, erschlagene Greise, ermordete Kinder. Diese Dokumente einer bestialischen Grausamkeit mögen eine letzte Warnung an Europa sein. Diese Kreuze sind das Fanal zu einem erbarmungslosen und erbitterten Widerstand. Bei ihren Gegenstößen verloren bolschewistische Einheiten oft über 80% ihres Bestandes. Schlachtflieger sind auch hier die treuen Helfer der Infanteristen. Unmittelbar vor den Linien stürzen die Staffeln auf bolschewistische Panzer und Infanteriestellungen. Diese Bilder geben einen Begriff von der Härte der tagelangen Panzerschlacht im Raum Ebenrode. Über 400 Panzer verloren hier die Bolschewisten innerhalb weniger Tage. Von deutschen Waffen zerfetzt sind diese Kampfwagen. Von deutschen Männern zerschlagen, die ein heißer Fanatismus beseelt, mit ihrem Blut und Leben Deutschland und Europa vor dem Bolschewismus zu schützen.